Willkommen! Kennt ihr Sophie Friederike Dinglinger? In einer Epoche, in der Frauen in der Kunstwelt meist im Schatten männlicher Kollegen standen, schaffte sie es, sich als Miniatur- und Pastellmalerin einen eigenen Namen zu machen. Ihr Weg in die Kunst war nicht selbstverständlich. Doch durch familiäre Unterstützung, Talent und den Zugang zu künstlerischer Ausbildung gelang es ihr, sich in einer männerdominierten Disziplin zu behaupten. Schauen wir uns ihren Lebensweg an. Geboren wurde sie um 1736 in Dresden. Ihre künstlerische Begabung war ihr in die Wiege gelegt. Sie stammte aus der berühmten Goldschmiedefamilie Dinglinger. Ihr Vater war Hofjuwelier des sächsischen Kurfürsten und ihr Großvater war ein bedeutender Goldschmied des Barocks. Bereits früh erhielt sie Zeichenunterricht von ihrem Vater, eine seltene Förderung für Frauen, und erhielt später Unterricht in Miniaturmalerei von Adam Friedrich Oeser, der auch Goethe lehrte. Sie arbeitete zunächst hauptsächlich in Dresden, nahm aber auch durch ihre Werke und Kontakte am geistigen und künstlerischen Leben ihrer Zeit teil. Besonders geschätzt wurde sie für ihre detailgetreuen Miniaturen nach Werken großer Meister wie Nogari, Tischbein, Graff und Liberi. Eines ihrer ersten bekannten Werke, eine Kopie der Heiligen Familie nach Raphael, wurde vom Kurfürsten persönlich angekauft. Ein Zeichen hohen künstlerischen Ansehens. Später schränkte ihre Gesundheit sie zunehmend in ihrer Kunst ein. Dennoch blieb sie mit dem höfischen und intellektuellen Umfeld verbunden, etwa durch einen Briefwechsel mit Markgräfin Caroline Luise von Baden. Es ist nicht überliefert, ob sie jemals verheiratet war oder Kinder hatte. Es ist aber bekannt, dass sie 1791 in Dresden starb. Schauen wir uns ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Malstil zeichnet sich durch höchste Präzision, feine Linienführung und große Empfindsamkeit in Mimik und Farbgebung aus, besonders sichtbar in ihren Porträts. Dora Stock übernahm später ihre innovative Methode zur Fixierung von Pastellfarben, die leuchtendere Farben und realistische Stoffstrukturen ermöglichte. Thematisch widmete sie sich vor allem religiösen Szenen, klassischen Porträts und familiären Darstellungen. Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählen die erwähnte Heilige Familie nach Raphael, ein ausdrucksstarkes Selbstporträt sowie Miniaturen ihrer Familienmitglieder, darunter ihr Vater, ihre Mutter und eine Schwester. Nur wenige ihrer Werke sind heute erhalten. Sie bleiben jedoch ein stilles, aber eindrucksvolles Zeugnis weiblicher Kunst des 18. Jahrhunderts. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Sophie Friederike Dinglinger gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.